In diesem Video soll es heute um die Anwendung des Mounjaro Quick Pens gehen. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es immer, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Als allererstes, wenn Sie jetzt ganz neu mit der Anwendung des Mounjaro Pens anfangen, ist es für Sie wichtig, dass die unangebrochenen Mounjaro Pens, die können im Kühlschrank gelagert werden. Den Sie jetzt zur Anwendung herausnehmen, der kann bei Raumtemperatur bis sogar zu 30 Grad gelagert werden über einen Zeitraum von 30 Tagen. Das heißt, auch wenn Sie mal in Urlaub fahren, müssen Sie meist dann nicht noch extra eine Kühlung mitnehmen. Das ist mir einmal wichtig am Anfang schon mal zu sagen. So, wir beginnen einmal mit dem Mounjaro Pen und hier ist es jetzt wichtig, wenn Sie das erste Mal spritzen, dass Sie auch schauen, dass Sie Nadeln vorliegen haben. Diese Nadeln, die sehen zum Beispiel so aus. Die Nadeln sind bei dem Präparat nicht in der Packung mit drin. Das heißt, Ihr Arzt sollte Ihnen einmal Nadeln verordnet haben, meist auf einem grünen Rezept als Selbstzahler. Wichtig ist, dass der Arzt einmal entscheidet, welche Länge die Nadel haben soll. Und wir beginnen jetzt einmal mit der Nadel. So sieht die aus. Und um die einmal auf den Pen draufzusetzen, müssen Sie hier einmal diese Abdeckung abziehen. Und dann können Sie die Nadel auch schon auf dem Pen drehen. Sie ziehen hier die Schutzhülle ab und drehen die einmal drauf, bis Sie merken, dass es dabei nicht weitergeht. Nun können Sie diese Schutzkappe einmal abziehen und Sie sehen, dass hier noch eine weitere zweite Schutzkappe drauf ist und erst wenn Sie die vorsichtig entfernt haben, dann ist die Nadel freigelegt. Ich habe nun einmal hier zum Demo-Pen gewechselt. Was als nächstes für Sie wichtig ist, dass Sie vor jeder Injektion, Sie injizieren ja in der Regel einmal pro Woche und jedes Mal, bevor Sie injizieren, sollten Sie einmal entlüften. Das heißt, Sie haben im Display einmal die 0 stehen und wenn Sie nun in die eine Richtung drehen, in die es nur geht, also von sich weg, dann können Sie nach 2 Klicks sehen Sie einen ganz langen Streifen. Das ist nun der Entlüftungsmodus. Wenn Sie bis dahin gedreht haben, halten Sie den Pen einmal hoch, klopfen hier einmal gegen, denn Sie wollen ja die Luftblasen, die gegebenenfalls in der Ampulle drin sind, einmal da rausbekommen. Das heißt, wenn Sie dagegen geklopft haben, hängen die hier oben und um den Pen nun zu entlüften, drücken Sie einmal unten feste drauf, bis es so auch so ein kleines Klick macht, also einfach bis es nicht weitergeht und zählen jetzt bis 5. Bestenfalls ist jetzt hier oben schon ein kleiner Tropfen rausgekommen, das heißt, die Luft ist vollständig verdrängt, dann wäre der Pen jetzt schon aktiviert. Falls das nicht der Fall ist, dann drehen Sie einfach nochmal diese 2 Klicks weiter auf diesen längeren Streifen, halten den Pen nochmal senkrecht, klopfen noch einmal dagegen und das Gleiche vollziehen Sie dann nochmal. Das heißt, das machen Sie so lange, bis Sie oben einen kleinen Flüssigkeitstropfen sehen. Dann wissen Sie, die Luft ist raus. Meist ist das aber schon beim ersten Mal der Fall. Einmal möchte ich noch daran erinnern, dass Sie den Pen immer bei Raumtemperatur spritzen sollten. Das heißt, falls Sie ihn doch im Kühlschrank gelagert haben, lassen Sie ihn auf Raumtemperatur aufwärmen. Das dauert so etwa eine halbe Stunde. Aber wie gesagt, bis zu 30 Tage können Sie ihn außerhalb des Kühlschranks lagern. Nun geht es an die Spritzstellen. Wo kann ich mir überhaupt den Mounjaro Pen hinspritzen? Und da gibt es so 3 große Möglichkeiten. Die üblichen Möglichkeiten sind einmal der Oberschenkel, dann der Bauchbereich. In dem Fall ist es wichtig, dass Sie um den Bauchnabel herum immer so einen Abstand von 5 cm lassen und Sie können es sich auch in den Oberarm spritzen lassen, so von hinten hinein. Aber wenn Sie Mounjaro selber spritzen, dann empfiehlt sich doch immer der Oberschenkel oder der Bauchbereich. Wenn Sie spritzen, sollten Sie wöchentlich die Spritzstelle verändern, dass Sie nicht immer in die gleiche Stelle reinpieksen. Und jetzt wollen wir aber mal zum eigentlichen Spritzen kommen, denn Sie haben ja jetzt entlüftet. Sie sehen im Display die 0. Das heißt, die Entlüftung hat funktioniert und der Pen ist wieder in Ausgangslage. Um nun Ihre erste Dosis einzustellen,
drehen Sie den Pen ganz weit raus. Sie sehen, da kommt so eine Spirale raus und das drehen Sie so weit, bis im Display eine 1 erscheint. Diese 1 finden Sie in jedem Monjaro Pen ganz unabhängig von der Dosierung, denn 1 bedeutet nur, Sie spritzen nun eine Dosis. Und Sie sehen auch, der Pen ist jetzt sehr, sehr weit rausgedreht und um zu spritzen, machen Sie das immer mit dem Daumen. Ja? Das heißt, Sie halten den Pen so fest, führen die Nadel vorsichtig ein. Sie werden sehen, das tut in der Regel gar nicht wirklich weh und die Nadel, die gleitet sehr, sehr gut rein und wenn Sie nun spritzen, dann drücken Sie einmal hier oben auf den Pen drauf und zwar langsam drücken Sie dieses Rädchen wieder zurück, was Sie ja vorher rausgedreht haben. Wenn das am Anschlag angekommen ist, dann zählen Sie nochmal bis 5 ganz langsam, denn diese Zeit benötigt die Flüssigkeit, um sich im Gewebe dann auch zu verteilen. Denn wenn Sie es sofort rausziehen würden, dann könnte es sein, dass Ihnen nochmal von der Wirkstoffflüssigkeit etwas entgegenkommt. Und wenn Sie bis 5 gezählt haben, dann können Sie den Pen wieder langsam entfernen. Nun haben Sie das Monjaro gespritzt und jetzt geht es nochmal an die Entsorgung der Kanüle. Sie sehen, mit der kann man sich jetzt noch verletzen. Das heißt, um die so ein bisschen zu sichern, sollten Sie diese Schutzkappe wieder einmal auf den Pen draufdrehen. Und nehmen Sie bitte nicht diese ganz kleine, weil die kriegt man meistens nicht mehr so gut drauf. Die bietet zwar auch einen Schutz, aber da ist die Chance, dass man sich selber dann nochmal verletzt, etwas größer. Das heißt, nehmen Sie diese größere Schutzhülle und dann drehen Sie es ab. Und es ist ganz wichtig, dass Sie nach dem Spritzen auch die Kanüle wieder wegnehmen. Wenn Sie die drauf lassen würden, dann hat der Pen dauerhaft ja Verbindung zur Außenwelt. Das heißt, Bakterien können eindringen. Wenn es zu Temperaturunterschieden kommt, kann natürlich auch die Flüssigkeit da rauskommen. Das heißt, lagern Sie Ihren Pen bitte immer ohne Kanüle. Das ist der letzte Schritt. Sie sollten dann die Kappe einmal drauf tun und so können Sie den Pen nun zur Seite legen und dann haben Sie noch Ihre restlichen 3 Dosierungen für das nächste Mal. Das war jetzt schon von mir alles zu Ihrem Monjaro Pen. Wenn Sie sich doch etwas unsicher sind, dann sehen Sie bitte dieses Video nur als leichte Unterstützung an, denn Ihr Arzt oder aber auch Ihr Apotheker, der sollte Ihnen das vor Ort bestenfalls ganz genau erklären, sodass Sie sich sehr sicher in der Handhabung fühlen. Und wenn Ihnen das Video geholfen hat, dann freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch recht herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren und sage einfach bis bald.